So, und damit herzlich willkommen bei Maximal Minimal. Mein Name ist Max und heute gibt es wieder Neues von der Lokliege. Wobei, ihr seht, es ist gar keine Lok, es ist ein Wagen, nämlich ein Gleisreinigungswagen bzw. ein Gleisstaubsauger der Firma Lux. Habt ihr vielleicht auch schon ein paar Mal auf der Anlage bei mir gesehen? Den hatte ich nämlich vor einigen Jahren auch gebraucht, zu einem sehr guten Preis erstanden, ein bisschen modifiziert. Und der hat dann immer wieder, auch in einem oder anderen Video, hat er mal seinen Dienst getan oder habe ich den euch auch mal gezeigt. Aber er funktioniert nach wie vor tadellos, habe aber gemerkt, er wird sehr schnell warm. Also die Elektronik wird sehr schnell warm oder heiß sogar. Und habe dann mal ein bisschen recherchiert und auch gemerkt, der Wagen ist eigentlich für das Analogsystem ist es gedacht. Also analog, Trafo, man dreht ihn auf, man dreht ihn runter und dementsprechend fahren die Loks, beziehungsweise ist dann auch Spannung auf der Schiene oder auch weniger. Und bei der Digitalspannung ist es ja so, der Wagen wurde immer auf der Digitalanlage eingesetzt. Da ist ja permanent immer die maximale Spannung angelegt. Und das verkraftet wohl die Umwandlerelektronik nicht, also ein Spannungswandler nicht. Und habe dann so ein bisschen nachgeguckt und dann passende Elektronik gefunden, um das Ganze eben digitaltauglich auch umzubauen. Und da will ich euch gerne mitnehmen und wünsche da ganz viel Spaß dabei. So, und dann würde ich sagen, machen wir mal hier das Gehäuse auf. Da habe ich nämlich vor einiger Zeit auch ein Birnchen reingemacht, so ein selbstblinkendes Blinklicht, was das Ganze noch mal ein bisschen als Eyecatcher aufwertet, wie man so schön sagt. Und dann seht ihr schon das ganze Innenleben und das ist wirklich sehr, sehr einfach aufgebaut. Da merkt man auch sehr, sehr schnell eigentlich, dass es ein analoger Wagen ist. Hat mich, wie gesagt, nie so arg interessiert, aber jetzt eben die Thematik dann schon. Und ihr seht, das ist der Motor, ein Faulhaber-Motor sogar. Und dann haben wir hier die Platine. Da ist der Brückengleichrichter, der eben von Wechselstrom auf Gleichstrom das Ganze umwandelt. Dann haben wir hier noch ein paar Widerstände, aber hier vor allen Dingen, was dann wichtig ist, ein paar Glättungskondensatoren nochmal, um dann die Gleichspannung besser zu machen und keine pulsierende Gleichspannung zu haben. Und wir haben dann hier unseren Spannungswandler, der wichtig ist, weil wir haben ja normalerweise jetzt im analogen Bereich 16 Volt, also maximal 16 Volt Wechselspannung und der Motor verträgt nämlich nur maximal 3 Volt. Das kann man in einem Datenblatt nachlesen. Und eben dieser Spannungswandler hat nämlich ganz schön zu kämpfen, weil eben in der Digitalspannung ist ja immer so 17, 18 Volt liegen an und zwar permanent. Das heißt, wir arbeiten eigentlich über der Spezifikation vom Spannungswandler. Der Brückengleichrichter, der soll das eigentlich nochmal aushalten, deswegen das ist nicht das limitierende Bauteil, aber eben der Spannungswandler und deswegen wird der sehr, sehr schnell heiß und der muss auch permanent, als ob wir die ganze Zeit immer Vollgas geben mit jeder Lok. Und zwar, wenn die Anlage 2 Stunden ist sie 2 Stunden an, wenn sie 4 Stunden, also von dem her habe ich auch extra damals so einen stromlosen Abschnitt auf meiner Anlage verbaut. Aber bringt ja auch nichts, wenn die Elektronik sehr heiß wird oder der Zug dann die ganze Zeit in Bewegung ist. Macht, wie gesagt, so ein mulmiges Gefühl. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Und ist es, glaube ich, einfach Zeit, den ganzen Wagen mal aufzuwerten. Und ich würde sagen, wir schmeißen erstmal oder beziehungsweise wir lösen erstmal hier die Schrauben. Es sind nämlich nur 2 drin, weil dann können wir die nämlich gleich auch ausbauen. Ich soll natürlich die Hand aus dem Bild nehmen, damit es nicht unscharf wird. Da haben wir nämlich die Schrauben. So, dann tun wir nämlich die mal hier hin. Dann haben wir die Elektronikplatine schon gelöst. Und da haben wir jetzt natürlich mehrere Kabel, also für eben die stromführenden Kupplungen. Die müssen wir wieder zusammenführen und eben für nochmal unten eine Lampe. Zeige ich euch mal. Die habe ich nämlich unten extra so wie so ein, in echt so ein Schienenschleif zu Arbeitsleuchten. Die finde ich ganz cool. Das auch nachts, dass es so ein bisschen ein Highlight ist. Die lassen wir auch dran. Aber die müssen wir auch dann ablöten. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt mal als erstes. So. Und dann würde ich mal sagen, gucken wir mal, ob der Lötkolben schon heiß ist. Und ich habe das damals, seht ihr, sehr rudimentär, einfach am Stromanschluss. Hier ein riesen
Propfen gemacht. Aber früh übt sich. Jetzt schauen wir mal, jetzt hängen hier nämlich auch noch mal so, das ist die Elektronik. Wie gesagt, ganz unspektakulär und die funktioniert auch noch. Deswegen, die kann man als Ersatzteil immer hernehmen. Nicht verkehrt. Jetzt ordnen wir mal das Ganze, weil wir haben nämlich jetzt hier eben die beiden Pole für die elektrische Kupplung. Dann haben wir das hier, jetzt muss ich gerade mal selbst schauen. Auch, das ist sogar noch vom ursprünglichen, ich glaube der Masseanschluss, der ist nämlich hier noch da bei dem Wagen, genau. Hier war der Schleifer dran, wobei ich dann vielleicht, das Kabel ist noch da, falls man einen Schleifer unten dran machen möchte, weil man das dann doch nochmal umbaut, würde ich vielleicht sogar auch das Kabel auch noch anschließen. Und dann haben wir hier noch, muss ich gerade mal schauen, genau die beiden eben für die E-Kupplung, die äußeren, also die beiden, ich hoffe man sieht es, und die beiden hier unten, die kommen nämlich eben von der Lampe hier unten. Okay, so, dann würde ich mal sagen, zeige ich euch mal, was ich so Schönes gefunden habe, um den Wagen dann digitaltauglich zu machen. Gleich vorweg, alle Produkte habe ich selbst gekauft, also es soll auch überhaupt keine Werbung darstellen, auch kein Sponsoring, deswegen wirklich mit meinem eigenen Geld alles gekauft und wollte ich euch jetzt nur in dem Video mal zeigen, was eine mögliche Variante wäre. Und zwar habe ich hier nochmal einfach einen Brückengleichrichter, den wir auch auf der alten Elektronikplatine hatten. Brauchen wir natürlich, weil wir brauchen Wechselstrom und wir brauchen dann Gleichstrom raus. Also Wechselstrom rein, Gleichstrom raus. Deswegen habe ich dieses Modul schon fertig. Ganz geschickt, aber man kann natürlich auch einen ganz einfachen Brückengleichrichter kaufen, unten eben die Füßchen dementsprechend verdrahten. Also wie man möchte, fand ich nur jetzt ganz geschickt, dass es auf der Platine ist. Und ich habe schon ein bisschen vorgelötet. Es gibt dann hier so DC-DC-Wandler, also Converter auf Englisch. Und die wandeln eben den Gleichstrom, also es geht ja wirklich nur um Gleichstrom, deswegen brauchen wir eben den Brückengleichrichter, wandeln die um in eine kleinere Spannung. Also wenn man analog jetzt betrachtet, nochmal, ich nehme mal die alte Platine her. Da ist unser Brückengleichrichter, den ich vorher gezeigt habe. Hier ist unser Spannungswandler mit Kondensatoren. Hier ist ebenso der Spannungswandler und hier eben die beiden Kondensatoren quasi, nochmal zum Glätten. Das macht das Ganze nichts anderes, nur eben, dass der jetzt hier wirklich ab 35 Volt als maximale Eingangsspannung hat und dann bis zu 1,25 oder sowas dann Volt Ausgang machen kann. Brauchen wir gar nicht so wenig, uns reichen 3 Volt, die habe ich auch schon eingestellt gehabt. Jetzt hier oben in dem Drehrädchen kann man es einstellen, wie man es braucht. Und das sind eben die beiden Komponenten, die wir eben brauchen. Und dann haben wir eben aus einer Digitalspannung, die ja auch nichts anderes ist als eine Wechselspannung, klar, eine Rechteck-Wechselspannung, aber das funktioniert ohne Probleme und die Sachen werden dann auch nicht heiß. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt mal. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das vom Platz dann hier haben, weil gedacht habe ich in der Hinsicht, dass ich die Platine nämlich dann hier reinsetze. Und dann im Gehäuse wahrscheinlich dann entweder oben oder unten, da muss man mal schauen, dass ich das dann hier so reinmache. Oder links und rechts an den Seiten, das müssen wir dann nämlich dann schauen. Deswegen lassen wir jetzt mal noch so ein bisschen Luft. Aber wir fangen erstmal an mit der Eingangsspannung. Da muss ich auf mein schlaues Blättchen gucken. So, dann habe ich hier Schleifer. Also ich habe ja hier, ihr kennt das Blatt schon, ganz am Anfang mir mal so ein Blättchen gemacht, wie das Anschlussschema ist.
So, und meine Idee ist jetzt erstmal, die Sachen hier, die Lötzapfen hier abzuschneiden. Bei allen. Weil ich füge die dann eh zusammen. Und wir krimpen die dann. Ist vielleicht nicht die schönste Variante, da können wir quasi drüber streiten. Aber ich glaube, es ist jetzt so ganz funktional. Wir haben jetzt hier aber auch keine großen, das ist der vom Ding, den können wir lassen, auch keine großen Spannungen jetzt hier. Von dem her passt das jetzt erstmal. Und da isolieren wir jetzt erstmal so ein bisschen was ab. Das reicht. Ah, die Kabel sind zu klein. Ah, ja, gut. Ein bisschen anritzen. Tut es das? So. So, das habe ich gerade eben noch mit dem Spannungsprüfgerät noch mal kurz geguckt. Das passt soweit. Und jetzt habe ich hier jetzt auch ein bisschen größere so Krimpstecker. Und die kann ich dann einfach, kennt ihr ja von der Anlage, da fädel ich jetzt einfach das hier ein. Und dann haben wir das dann schon. Deswegen habe ich auch ein bisschen länger abisoliert. Nein. Und dann nehmen wir hier so eine Krimpzange. Und dann hoffen wir mal. Oh nee, es ist zu dünn. Beziehungsweise dann machen wir das kleinere danach. Vielleicht mit dem kleineren. Ah ja, das ist vielleicht geschickter. Das andere war zu dick. Das ist fest. Da geht nichts mehr. Perfekt. Freut mich sogar. Ich hätte nicht gedacht, dass die kleinen reichen. Ich habe immer gedacht, die größeren müssen das. Aber umso besser. So, und jetzt sind wir hier wieder da. Wie gesagt, wir haben die Platine hier abgedremelt an der Seite. Da ist ganz wichtig, tragt am besten eine FFP2-Maske wegen diesen ganzen Glasfasern, die da umherschwirren. Also so mache ich das auch, beziehungsweise auch dann säubert ein bisschen das Umfeld. Also ihr seht jetzt auch hier, ich habe hier an der Seite alles weggemacht. Also ich wollte eigentlich nur außenrum diese ganzen Späne wegmachen. Jetzt kam die Lilly vorbei und die hat dann auch gesagt, dann du nimm das doch zum Anlass, hier alles sauber zu machen. Ich habe jetzt wirklich den ganzen Schreibtisch jetzt komplett aufgeräumt. Also von dem her kann man gleich zum Anlass nehmen, alles hier sauber zu machen. Aber es reichen auf jeden Fall diese grauen Späne, diese kleinen, feinen. Das sollte man auf jeden Fall wegmachen, weil das jetzt nicht so gut ist, das die ganze einzuatmen, beziehungsweise auch, muss man hier sagen, wir haben jetzt einen kleinen Schnitt gemacht, wenn man jetzt mehr oder öfter das Ganze macht, dann ist es vielleicht auch nochmal wichtig. Aber nur einfach zu eurer Sicherheit mal so am Rande gesagt. Und ja, wo bin ich gerade dran? Also ich habe jetzt mal die Elektronik einfach mal so ein bisschen jetzt reingesetzt, habe jetzt mal hier auch den Brückengleichrichter dann hingesetzt. Und jetzt habe ich hier mal so einen Stecker gecrimpt, wo eben auch die Lampe dran ist und eben der Eingang eben zu dem Modul. Die habe ich gekappt. Das ist ja quasi dann der Eingang von den Kupplungen, beziehungsweise auch vom Schleifer, der ja nicht da ist, den man montieren könnte. Und eben auch von dem Masseabgriff hier im Drehgestell da unten drunter. Und jetzt würde ich sagen, krimpen wir uns jetzt hier nochmal kurz die anderen Teile eben zurecht. Das sollte natürlich dann sauber sein.
Jetzt habe ich das hier schon eingespannt. Genau, einmal. Das gleiche machen wir auch noch mit der anderen Seite. Lege ich mir wieder auf die, also kann es ja mal zeigen, ich habe hier meine Crimpzange und schiebe quasi hier, lege das Ganze auf die 3 ein, lasse es zweimal einrasten, damit das jetzt hier so schön drin steckt. Und gucke dann, dass hier alle Adern der Litze gerade sind. Kann man noch so leicht verdrillen, wenn man möchte. Dann stecke ich. Ja. Okay, und dann ist es nämlich hier in der Mitte zwischen diesen zwei Klammern nämlich fest. Perfekt. Und dann setzen wir noch den Stecker drauf. Jetzt müssen wir noch mal schauen, dass ich es richtig rum mache. Genau, weil da ist grün, da ist grün. Da ist das so. Und dann stecken wir das hier so fest zusammen. Das darf außen so sein, das passt, genau. Und dann machen wir hier, das können wir nämlich hier dann quasi, diese Steckerbuchsen können wir direkt dann neben der Einstellplatine hier, Potentiometer. Und jetzt haben wir hier noch die Käbelchen für den Motor. Ich weiß nicht, ob wir die, jetzt ist meine Hand natürlich komplett im Bild, ich weiß. Weil so lange brauchen wir die jetzt eigentlich gar nicht, gell? Und dann müssen wir jetzt noch löten. So, ich habe jetzt gerade eben noch mal die Lötstellen am Motor sauber gemacht, weil irgendwie mit dem alten Lot und dem neuen Lot, das hat einfach nicht mehr gegriffen. Deswegen habe ich es sauber gemacht, damit es auch wirklich gut hält. Und gleichzeitig oben noch diese Blinkleuchte hier. Ich hoffe, man sieht es. So, die habe ich nämlich auch noch wieder angelötet. Und eigentlich möchte ich gar nicht unbedingt das so arg festkleben. Ich bin überlegen, höchstens noch mit Isolierband oder sowas dann festmachen, weil eigentlich ist es, also es darf ja hier ein bisschen locker sein, also die Platine an sich, aber da kann nichts verrutschen, weil das hier auch ineinander so ein bisschen verkeilt ist. Das gefällt mir nämlich ehrlich gesagt ganz gut. Und jetzt schauen wir mal, wenn ich das jetzt hier mal wieder zumache. Ups, an die Kamera gekommen. Ja, geht ohne Probleme zu. Also perfekt, also wirklich. Kupplung hat auch Spiel. Also von dem her, ich würde sagen, probieren wir es mal aus, oder? So, und wir befinden uns jetzt an unserem Testkreis. Habe jetzt mal eine Reinigungslok gleich mal hergenommen, die direkt mal hier verbunden mit dem Reinigungswagen. Und jetzt würde ich sagen, mache ich mal Strom auf die Schiene. Und hört sich doch auch gut an, ha? Die Lampe blinkt auch. Super, funktioniert.
So, ich habe jetzt gerade eben noch mal ein bisschen rumprobiert, habe extra einen Multimeter noch hergenommen. Vorher waren es nämlich 2,95 Volt, die ich angelegt hatte an den Motor. Das ist nämlich der Vorteil von dem Konverter, der nämlich dann nachher dann wirklich hier an der Stellschraube kann man eben das Ganze runter transformieren. Und schauen wir mal, was jetzt anliegt. 2,99. Ihr seht es am Multimeter. Es wechselt immer so ein bisschen 3. Und die Spezifikationen vom Motor sind eben genau 3 Volt. Deswegen Umbau geglückt. Ich würde sagen, die Platinen lasse ich auch so. Und ich blende euch mal ein Video ein, wie vorher nämlich der Staubsaugerwagen geklungen hat. Der hat nämlich um einiges lauter geschrien. Und da merkt man jetzt eigentlich auch, leider im Nachgang ist man immer schlauer, man hat den eben durch das Analogmodul, was vorher verbaut worden ist, oder war vielmehr, hat man den, denke ich mal, über seine Spezifikation dann betrieben. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass da jetzt mehr auf jeden Fall als 3 Volt dann anlagen, hat dem Motor nicht geschadet, ist ein Faulhabermotor, scheint robust zu sein, aber so hört er sich jetzt viel, viel leiser an oder viel, viel ruhiger auch. Ich hoffe, das kommt auch so in dem Video rüber. Und ja, ich würde sagen, das hat doch wunderbar gepasst. Endlich mal Zeit gefunden, hier den Staubsaugerwagen umzubasteln. Ich werde ihn auch mal ein bisschen länger auf die Strecke schicken, einfach mal zu gucken, dass da auch wirklich nichts warm wird. Die ersten Tests haben ergeben, dass da wirklich nichts warm wird. Also es ist wirklich sehr, sehr entspannt. Die sind sehr effizient, auch die Module. Und das darf ja auch warm darf es werden, aber zumindest nicht heiß. Aber ich habe es nicht mal warm erlebt und deswegen schauen wir mal. Ich werde berichten. Und ich glaube, das soll es für heute erstmal gewesen sein. Wünsche ganz viel Spaß euch und einen wunderschönen MOBA-Sonntag. Macht es gut, bis dahin, tschüss.